froh, was heute von mir wird und was immer auch geschehen mag. Lass mich bloß singen, wenn der Abend kommt. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an. Sing ihn niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an. Jesus und vergibst Geduld, schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen. 10.000 Gründe gibst du mir dafür. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an. Und wenn am Ende die Welt schwindet, meine Zeit dann gekommen ist, wird meine Seele die weiterreisen. 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an. Bete den König an. Bete den König an. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei unserem Abend der Barmherzigkeit, einmal unter etwas anderen Umständen, aber wie schon die Jünger damals war es nie einfach, sich um den Herrn zu versammeln, um wirklich seine Auferstehung preisen zu können. Also nehmen wir die Umstände so an, wie sie sind und verbringen miteinander einen Abend der Barmherzigkeit, um Gott die Ehre zu geben, um ihn zu preisen, um den Vorabend des Festes seiner göttlichen Barmherzigkeit gebührend zu feiern. Wie sieht dieser Abend aus? Wir werden ein Evangelium hören und dann in einen Lobpreis starten. Im mittleren Teil werden wir zusammen mit Kardinal Christoph Schönborn Betrachtungen über die Werke der Barmherzigkeit gestalten und abschließend möchten wir den Abend zusammen mit der Mutter Gottes, der Mutter der Barmherzigkeit. Schön, wenn Sie sich Zeit nehmen können
Vielleicht können Sie sich eine Kerze anzünden und diese Stunden mit uns zusammen verharrend im Gebet verbringen. Herzliche Einladung dazu. Ein neuer Tag und ein neuer Morgen und wieder ich dir mein Lob, was heute von mir liegt und was immer auch geschehen mag. Lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur fröhlich und bete den König an. Du liebst so sehr und vergisst Geduld, du schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen. 10.000 Gründe gibst du mir dafür. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur fröhlich und bete den König an. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur fröhlich und bete den König an. Und bete den König an. Und bete den König an. Aus dem Johannesevangelium. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam.
Die Jünger sind versammelt im Abendmahlsaal, dort, wo sie das letzte Mal mit Jesus Mahl gefeiert haben, dort, wo er sich von ihnen verabschiedet hat. Und sie sind verängstigt, total verängstigt. So verängstigt, dass sie sich sogar eingeschlossen haben. Warum diese Angst? Warum dieser Unglaube? Das muss damals eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten gewesen sein. Von der Botschaft, die die Jünger von den Frauen gehört haben, wollten sie nicht wirklich etwas wissen. Um es auf den Punkt zu bringen, sie haben nicht geglaubt, dass Jesus den Tod besiegt hat. Die Jünger sind hinter verschlossenen Türen und beten. Sie beten vielleicht das Vaterunser, das er ihnen gelehrt hat. Sie singen vielleicht Psalmen. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass wir ihnen einen Schritt voraus sind, weil wir an seine Auferstehung glauben. Und diese seine Auferstehung möchten wir jetzt von ganzem Herzen preisen.
Mit diesem unserem neuen Lied möchten wir ganz besonders dankbar sein für seine Gnaden, die er durch seinen Tod geschenkt hat. Wenn Liebe selbst das Kreuz ertrug, wie wertvoll ist dann Jesu Blut. Die Schönheit des Himmels trug meine Scham, das Abbild der Liebe dort am Pfahl. Wenn mein Herz all diesen Schmerz wert war, welch Freude sahst du jenseits des Grabs, wenn Liebe für meine Seele starb. So wunderbar, so voller Ruhm, die Wunden, die er siegreich trug, die Ketten weg, die Schuld getilgt, was tot war, lebt, die Gnade siegt. Liebe selbst das Kreuz ertrug, wie wertvoll ist an Jesu Blut. Die Schönheit des Himmels trug meine Scham, das Abend der Liebe dort am Pfahl. Wenn mein Herz an diesem Schmerz wert war, befreut es, dass du jenseits des Grabs Liebe für meine Seele stand. So wunderbar, so voller Ruhe, die Wunden, die er siegreich trug, die Ketten weg, die Schuld getilgt, was du verliebt, die Gnade siegt. Deine des Herrn Gott gehört, für Hoffnung so groß lebt nun in dir. Die Leidenschaft, wie die Hölle zerriss, die Zusage, die Tod und Grab durchbricht. Freiheit dein ganzes Leben wert, dann ist meine Schuld und Scham zerstört. Liebe für mein Herz alles zahlt, so wunderbar, so voller Ruhe, die Wunden, die er siegreich trug, die Ketten weg, die Schuld getilgt, was du verliebt, die Gnade siegt. Schau mich auf das Kreuz, seh ich Freiheit, schau mich auf das Grab, seh ich Jesus, und von Tod zum Leben sing ich für dich, in der Gnade, die du gibst. Schau mich auf das Kreuz, seh ich Freiheit, schau mich auf das Grab, seh ich Jesus, und von Tod zum Leben sing ich für dich, in der Gnade, die du gibst. Schau mich auf das Kreuz, seh ich Freiheit, schau mich auf das Grab, seh ich Jesus, und von Tod zum Leben sing ich für dich, in der Gnade, die du gibst. Schau
Ewigkeit. Schau mich auf das Grab, selig Jesus, und vom Tod zum Leben sing ich für dich. In der Gnade, die du gibst, meine Seele singt für dich. In der Gnade, die du gibst, meine Seele singt für dich. So wunderbar, so voller Ruhe, die Wunder dich, das sie mein Tod, die Ketten weg, die Schuld getilgt, was du verlegt, die Gnade siegt. Ja, Herr, deine Gnade siegt, war Freiheit dein ganzes Leben wert. Dann ist meine Schuld und Scham zerstört, wenn Liebe für mein Herz alles zahlt. Es gibt nur etwas, was wir aus Dankbarkeit dafür tun können, und das ist dich anbeten von ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Nicht diese Welt, durch das in unsere Nacht auf, leuchtet es den Weg, lässt mich sehen. Deine Schönheit lässt mich anbeten, ewig dich vor dir stehen. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du bist mein Gott, denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du bist vollkommen, Gott zu mir. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du bist mein Gott, denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du bist vollkommen, Gott zu mir. Denn alle Zeiten du bist noch erhaben, herrlich im Himmel erhöht. Doch voller Demut kommst du auf die Erde, zeigst, wo die Liebe steht. Ich will dich anbeten, will mich vor
vollkommen, ruf zu mir. Vernehme gleich, verlieb die Last, die du am Kreuz getragen hast. Vernehme gleich, verlieb die Last, die du am Kreuz getragen hast. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du bist mein Gott, denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du bist vollkommen, ruf zu mir. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du bist mein Gott, denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du bist vollkommen, ruf zu mir. Ja, Herr, und jetzt möchte ich allein durch deine Gnade vor deinen Thron kommen. Du, der mich erlöst hat, selbst lädt mich ein, ganz nah an deinem Herzen zu sein. Dabei betrachte ich deine durchbohrten Hände, die mich festhalten, und denke daran, dass ich irgendwann bei dir für immer sein darf. Auch wenn ich verschiedenen Versuchungen erliegen sollte, Satan mir Zweifel einflößt, höre ich deine Stimme. Dann muss die Furcht fliehen, denn ich bin bei dir. Dafür lasst uns den Herrn preisen, der selbst für uns gekämpft hat, für jede einzelne Seele, und die er mit seiner Barmherzigkeit beschützen will. Mutig komme ich vor den Thron. Allein durch Gnade steh ich hier, vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein ewiglich. Mein Herz neu verdammt, und Satan flößt mir Zweifel ein. Hör ich die Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehen, ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meiner Seele ewig schützt. O preis den Herrn, der für mich kämpft und
freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich frei, du lässt mich ganz sein, in deinen Armen darf ich sein. Sieh doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist hier, gerecht und treu steht er zu mir. Hallo, Salom, reicht niemals aus, ihm so zu bis im Gebühr. Hallo, Salom, reicht niemals aus, ihm so zu bis im Gebühr. Und ich komm ich vor dem Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich frei, du lässt mich ganz rein, in deinen Armen darf ich sein. Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, der Tod, das Urteil. Da ist der Mann, da ist der Mann, er hat für meine Schuld bezahlt. Und ich komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich frei, du lässt mich ganz rein, in deinen Armen darf ich sein. Und ich komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich frei, du lässt mich ganz rein, in deinen Armen darf ich sein. Du lässt mich ganz rein, in deinen Armen darf ich sein. In deinen Armen darf ich sein. Aus dem Johannes-Evangelium. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Selig sind die sehen, die nicht sehen und doch glauben.
Und jetzt ist die Frage, die Jünger sind immer noch versammelt. Alles am 8. Tag. Wenn wir uns das genau vorstellen, betrifft das genau diese Woche der Osteroktav. Die Jünger sind versammelt und fürchten sich. Thomas hat absolut keinen Glauben. Dem hätte man erzählen können, was man wollte. Wir haben es gerade gehört, er hat klar Schiff gemacht und gesagt, was er sehen muss, um zu glauben. Und Jesus hat diesen seinen Wunsch erfüllt, weil er ihn schon von Anbeginn an gekannt hat. Thomas zuliebe, und jetzt sind wir mal ehrlich, sind wir nicht alle irgendwie so ein Thomas? Also Thomas zuliebe ist er noch einmal in diesen Abendmahlsaal gekommen, um diesen seinen Wunsch zu erfüllen. Und dann hat er das schönste Bekenntnis abgelegt, was man ablegen kann. Er hat Jesus als Gott und als Herr bezeichnet. Was ist denn an diesem Evangelium so anders wie heute? Oder ist es nicht vielmehr genauso wie damals? Also wir sitzen in verschlossenen Räumen, jeder für sich, weil in die Kirche können wir nicht gehen. Wir gehen davon aus, dass die Haustüren verschlossen sind, also sind wir in einem verschlossenen Raum. Und wir beten. Und jetzt liegt es an uns, ob wir diese Osterbotschaft glauben, dass Jesus auferstanden ist, auch in Zeiten von Corona, dass Jesus lebt und den Jüngern erscheint, auch heute. Die Frage ist nur, glaube ich das? Oder sage ich vielleicht, ja, ich glaube schon, aber so ganz sicher bin ich mir doch nicht. Wie soll denn das möglich sein? Auferstehung heute leben, in diesen Tagen der Krise, rundum herum infizierte, kranke Menschen, die Wirtschaft scheint mehr oder weniger einzubrechen. Ein Land nach dem anderen schreibt höhere infizierte Zahlen. Hätten wir uns das so vorgestellt? Oder hat Jesus das auch schon gewusst und möchte uns dadurch näher an ihn bringen? Die Frage ist nur, glaube ich das? Glaube ich, dass Jesus sich mir zeigen will, in meinem Herzen, in meinem verschlossenen Herzen, durch das er ohne Probleme eintreten kann? Glaube ich das und mache ich ihm meine Tür auf, damit er mir als Auferstandener begegnen kann, damit meine Furcht weicht und damit ich ganz für ihn da sein kann, Zeuge sein kann, wie die Jünger, die anschließend in die Welt hinausgegangen sind und seine frohe Botschaft verkündet haben. Stellen wir uns im weiteren Abend die Frage, glaube ich das? Und wenn wir das nicht können, dann versuchen wir doch, unser Herz einfach hinzuhalten und zusammen wie Thomas zu beten, mein Herr und mein Gott.
mein Herr und mein Gott. Jesus, Jesus, ich will dich anbeten. Jesus, Jesus, dir schenk ich mein Leben. Jesus, oh Jesus, ich weiß Himmel und Erde. Jesus, Jesus, mein Herr und mein Gott. Jesus, Jesus, will ich anbeten. Jesus, Jesus, dir schenk ich mein Leben. Jesus, oh Jesus, ich weiß Himmel und Erde. Jesus, Jesus, mein Herr und mein Gott. Wir möchten nun miteinander die Werke der Barmherzigkeit betrachten. Warum die Werke der Barmherzigkeit und nicht sonst irgendetwas? Während wir gebetet haben in dieser Woche, hat uns Jesus selbst das eingegeben, was er heute Abend sagen möchte. Denn viele Sachen können wir nur durch Werke der Barmherzigkeit tun, in unseren Familien, dort, wo wir leben, wo wir miteinander umgehen. Diese Betrachtungen, die wir zwischen den Liedern sprechen, stammen von Kardinal Christoph Schönborn. Man kann sie in dem Buch Wir haben Barmherzigkeit gefunden, das Geheimnis des göttlichen Erbarmens nachlesen. Bevor wir aber beginnen, bitten wir, dass uns die Kraft des Heiligen Geistes erfüllen möge, damit wir die Worte so aufnehmen, wie sie Jesus für uns gedacht hat. Heiliger Geist, mit Kraft, o Geist des Herrn, wirke in uns mit Macht. Kommt heran, o Heiliger Geist, der die finste Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erwärmt. Tröster in der Zeit, dass dein Herz uns Sinn erfreut, tröst dich Absal in der Not. In der Unlast steckst du, kaufst den Blitze Kühlung zu,
sendest Trost in Leid und Not. Wie ein Brausen des Himmelsbrauch, wie ein starker Sturm, wie Zungen von Feuerfall. Heiliger Geist, erfülle uns, wie ein Brausen des Himmels kommt, wie ein starker Sturm, wie Zungen von Feuerfall. Heiliger Geist, erfülle uns. Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, bring bis auf das Seelengrund. Ohne dein lebendigen Weg kann die Menschen nichts verstehen, kann nichts als ein Lob gesund. Was befleckt ist, wasche rein, Türen diese Leben ein, heile du vor Krankheit hält. Wende du, was Gott und Rat, löse, was in sich der Stadt, lenke, was den Weg verfehlt. Gib den Furcht, das dir vertraut, das auf deine Hilfe laut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit stehen, deines Heils Vollendung sehen und der Freude Ewigkeit. Wie ein Brausen des Himmels kommt, wie ein starker Sturm, wie Zungen von Feuerfall. Heiliger Geist, erfülle uns, wie ein Brausen des Himmels kommt, wie ein starker Sturm, wie Zungen von Feuerfall. Heiliger Geist, erfülle uns. Die katechetische Tradition kennt 7 leibliche und 7 geistliche Werke der Barmherzigkeit. Die leiblichen Werke sind hungrige Speisen, durstige tränken, Fremde beherbergen, Nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen und Tote bestatten. Als die 7 geistlichen Werke werden genannt. Unwissende belehren, Zweifelnden raten, Trauernde trösten, Sünder zurechtweisen, dem Beleidiger verzeihen, Unrecht ertragen,
für Lebende und Toten beten. Ich hab gewartet und gewartet, als unter Morgen geht die Nacht. Ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich flehe alles, was mich hält, was mir genügt in dieser Welt, ist dich zu sehen, ist dich zu sehen. Und aller Reichtum ist wie Sand. Vor dieser Schönheit geh ich fort. Und aller Reichtum ist wie Sand. Vor dieser Schönheit geh ich fort. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts könnte größer wie ein Blick von dir. Stille Begleiter meiner einsamen Stunde. Freund, bist du mir. Jesus sagt, wir sollen barmherzig sein, wie unser Vater im Himmel. Das kann aber nicht nur in Gedanken und Gesinnungen bestehen, sondern muss sich in konkreten Gesten, Handlungen und Taten zeigen. Der Apostel Jakobus drückt das direkt aus. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, und ich zeige dir meinen Glauben aufgrund der Werke. Ich warte auf den Morgenstern, unendlich nah und auch noch fern.
Schwester Faustina schreibt in ihrem Tagebuch: Gott gibt seine Gnaden auf zweierlei Weise: durch Eingebung und durch Erleuchtung. Wenn wir um Gnaden bitten, gibt Gott sie uns, doch wir müssen den Willen haben, sie anzunehmen. Um sie aber annehmen zu können, bedarf es der Selbstverleugnung. Liebe gründet nicht auf Worten oder Empfindungen, sondern auf Taten. Es ist ein Willensakt, ein Geschenk bzw. ein Schenken. Den Verstand, den Willen und das Herz. Diese 3 Befähigungen müssen wir während des Gebetes üben. Ich werde in Christus auferstehen, doch zuvor muss ich in ihm leben. Wenn ich mich vom Kreuz nicht löse, offenbart sich in mir das Evangelium. Alle meine Unzulänglichkeiten vervollkommnet Jesus in mir durch seine Gnade, die ohne Unterlass wirkt. Ich hab gewartet und gewartet, wann kommt der Morgen, geht die Nacht. Ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich flehe alles, was mich hält, was mir genügt in dieser Welt, ist dich zu sehen, ist dich zu sehen. Und dein Reichtum ist wie Sand, von dieser Schönheit, die mich fand. Und dein Reichtum ist wie Sand, deine Liebe, wie die deine gefunden. Stets kann ich testen, wie ein Blick von dir. Stille begleiten meinen einsamen Stunden. Freundest du mich, so lass mein Herz stürzen wie was unter den Knie. Deine Liebe, lass mein Herz stürzen wie was unter den Knie. Deine Liebe, lass mein Herz stürzen wie was unter den Knie. Deine Liebe, und aller Reichtum ist wie Sand, von dieser Schönheit, die ich fand. Und aller Reichtum ist wie Sand, von dieser Schönheit, die ich fand. Ich habe noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir.
bist du dir. Freund bist du mir. Warum Werke der Barmherzigkeit? In Taten barmherzig sein berührt direkt Jesus selber. Wichtig ist, dass jene, die Werke der Barmherzigkeit getan hatten, gar nicht darum wussten, dass sie es Jesus getan haben. Wann haben wir dich durstig, hungrig, fremd und obdachlos, nackt, krank und gefangen gesehen? Auf diese scheinbar rein philosophische Frage gibt Jesus im großen Weltgerichtsgleichnis eine klare Antwort. Die im Gericht bestehen werden, die Geretteten haben einfach und direkt geholfen, ohne zu fragen, was ihnen das bringt. Sie haben dabei nicht nach irdischem oder himmlischem Nutzen gestrebt, sondern einfach die Augen vor der Not des Nächsten nicht verschlossen. Genau das war es, was Gott wollte. So haben sie Jesus selber gedient. Es ist die selbstlose, selbstvergessene Gabe, die Gottes Erbarmen auf uns herabruft. Liebe selbst das Kreuz trug. Wie wertvoll ist an Jesu Blut. Die Schönheit des Himmels du meine Scham. Das Abend der Liebe dort am Denn mein Herz an diesen Schatz wird wahr. Weil Freude ist, dass du jetzt heißt des Glaubens. Denn Liebe für meine Seele erstarrt. So wunderbar, so voller Ruhe, die Wunder, die das Siegreich trug, die Ketten weg, die Schuld der Tier, was Tod verliebt, die Gnade siegt. So wunderbar, so voller Ruhe, die Wunder, die das Siegreich trug, die Ketten weg, die Schuld getilgt, was Gott verliebt, die Gnade siegt. In Jesu Gleichnis wird nur auf das geschaut, was sie unterlassen haben. Von allem, was wir im Schuldbekenntnis aufzählen, ist das erste ausschlaggebend. Ich bekenne, dass ich Gutes unterlassen habe. Oft aber, vielleicht sogar meistens,
geschehen die Unterlassungen gar nicht mit vollem Bewusstsein oder auch nur mit bedachter Zustimmung, sondern aus fehlender Aufmerksamkeit, aus einer Selbstbezogenheit, die für die Not des Nächsten blind macht. Der reiche Prasser war vielleicht gar nicht bewusst hart gegenüber dem armen Lazarus vor seiner Tür. Er hatte sich an seinen Anblick gewöhnt und war in seinem Wohlstand und seinem bequemen Leben unsensibel geworden für das Leid seines Mitmenschen. Das Unterlassen von Werken der Barmherzigkeit kommt aus der Verhärtung des Herzens. Wir sind wieder bei dem Punkt angelangt, der schon in der Bibel der entscheidende Punkt war. Herzensverhärtung ist Abfall von Gott. Wer sein Herz dem Nächsten gegenüber verhärtet, ist von Gott abgefallen, auch wenn er äußerlich fromm bleibt. Wessen Herz sich der Not des Nächsten nicht verschließt, der ist Gott nahe. Selbst wenn er sich selber für einen Atheisten hält und als solchen bezeichnet. Dein jedes Jahren Wort gehört. Wir hoffnungslos leben nun in dir. Die Leidenschaft, die Hölle zerriss. Die Zusage, die Tod und Grab durchbricht. Freiheit dein ganzes Leben hält. Dann ist meine Schuld und Scham zerstört. Und Liebe für mein Herz alles zahlt. So wunderbar, so voller Not, die Wunder, das Siegreichtum, die Ketten weg, die Schuld getilgt, was du verliebt, die Gnade siegt. Schau ich auf Barmherzigkeit, schau ich auf das Grab, selig Jesus. Von Tod zum Leben sing ich für dich, in der Gnade, die du gibst. Schau ich auf das Kreuz, seh ich Freiheit. Schau ich auf das Grab, seh ich Jesus. Und von Tod zum Leben sing ich für dich, in der Gnade, die du gibst. Schau ich auf das Kreuz, seh ich Freiheit. Schau ich auf das Grab, seh ich Jesus. Und von Tod zum Leben sing ich für dich, in der Gnade, die du gibst. Schau ich auf das Kreuz, seh ich Freiheit. Schau ich auf das Grab, seh ich Jesus. Und von Tod zum Leben sing ich für dich, in der Gnade, die du gibst. Meine Seele singt für dich, in der Gnade, die du gibst. Meine Seele singt für dich, so wunderbar, so voller Not, die Wunder, das Siegreichtum, die Ketten weg, die Schuld getilgt, was du verliebt, die Gnade siegt.
die Schuld getilgt, was du verlebt, die Gnade siegt. Ohne die Barmherzigkeit Gottes ist unsere Barmherzigkeit schnell am Ende. Ohne Gottes Gnade fehlt uns die Kraft zur Barmherzigkeit. Gott, der reich ist an Erbarmen, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Schwester Faustina schreibt in ihrem Tagebuch: Der Arzt erlaubte mir nicht, zur Passion in die Kapelle zu gehen. Obgleich mein Verlangen danach sehr stark war, betete ich in meinem Einzelzimmer. Da hörte ich die Klingel im benachbarten Einzelzimmer. Ich ging hin und leistete dem Schwerkranken einen Dienst. Als ich in mein Zimmer zurückkehrte, erblickte ich plötzlich Jesus, der zu mir sagte: Meine Tochter, du hast mir mit dieser Dienstleistung eine größere Freude bereitet als mit langem Beten. Ich entgegnete: Nicht dir, o mein Jesus, habe ich gedient, sondern diesem Kranken. Darauf entgegnete der Herr: Ja, meine Tochter, was du deinem Nächsten tust, tust du mir. Liebe selbst das Äußere trug, wie wertvoll ist an Jesu Blut. Die Schönheit des Himmels und meine Scham, das Abend der Liebe dort am Pfad. Mein Herz an diesen Schmerzen ab. Wenn Freude seist du jetzt es Glas. Wenn Liebe für meine Seele starb. So wunderbar, so voller Mut, die Wunder, das Siegreich tut, die Ketten weg, die Schuld getilgt, was so verlebt, die Nase sieht. Dein leeres Grab und Gott gehört. Für Hoffnung so groß lebt nun in dir. Die Leidenschaft, die Hölle zerriss. Die Zusage, die Tod und Grab bringt. Freiheit
als es Leben wird. Dann ist meine Schuld und Scham zerstört. Wenn Liebe für mein Herz alles zahlt, so wunderbar, so voller die Wunder, das Siegreich tut, die Ketten weg, die Schuld ertilgt, das Blut verlegt, die Gnade siegt. Schau ich auf das Kreuz, seh die Freiheit. Schau ich auf das Grab, seh ich Jesus. Von Tod zum Leben sing ich für dich. In der Gnade, die du gibst. Schau ich auf das Kreuz, seh ich Freiheit. Schau ich auf das Grab, seh ich Jesus. Von Tod zum Leben sing ich für dich. In der Gnade, die du gibst. Schau ich auf das Kreuz, seh ich Freiheit. Schau ich auf das Grab, seh ich Jesus. Von Tod zum Leben sing ich für dich. In der Gnade, die du gibst. Schau ich auf das Kreuz, seh ich Freiheit. Schau ich auf das Grab, seh ich Jesus. Von Tod zum Leben sing ich für dich. In der Gnade, die du gibst, meine Seele singt für dich. In der Gnade, die du gibst, meine Seele singt für dich. So wunderbar, so voller die Wunder, das Siegreich trug, die Ketten weg, die Schuld ertilgt, das Blut verlegt, die Gnade siegt. So wunderbar, so voller die Wunder, das Siegreich tut, die Ketten weg, die Schuld ertilgt, das Blut verlegt, die Gnade siegt. Schwester Faustina schreibt, was Jesus sagt. Meine Tochter, wenn ich durch dich von den Menschen die Verehrung meiner Barmherzigkeit verlange, musst du dich als Erste durch Vertrauen auf meine Barmherzigkeit auszeichnen. Ich verlange von dir Taten der Barmherzigkeit, die aus deiner Liebe zu mir hervorgehen sollen. Barmherzigkeit sollst du immer und überall deinen Nächsten erweisen. Du kannst dir davor weder drücken noch ausreden oder entschuldigen.
Ich gebe dir 3 Möglichkeiten, den Nächsten Barmherzigkeit zu erweisen. Erstens die Tat, zweitens das Wort, drittens das Gebet. In diesen 3 Stufen ist die Fülle der Barmherzigkeit enthalten. Sie ist ein unumstößlicher Beweis der Liebe zu mir. So preist und verehrt die Seele meine Barmherzigkeit. Ja, der erste Sonntag nach Ostern ist das Fest der Barmherzigkeit. Aber es muss auch die Tat hinzukommen und ich verlange die Verehrung meiner Barmherzigkeit durch das feierliche Begehen des Festes und die Verehrung des Bildes, das gemalt worden ist. Durch das Bild werde ich den Seelen viele Gnaden verliehen. Es soll an die Forderungen meiner Barmherzigkeit erinnern. Denn auch der stärkste Glaube hilft nichts ohne Taten. O mein Jesus, du selbst stütze mich in allem, denn du siehst, wie klein ich bin, deshalb verlasse ich mich einzig auf deine Güte, o Gott. Ich bin bei dir, wenn die Sorge dich niederdrückt, wenn dein Leben dich sinnlos scheint, dann bin ich da. Ich bin bei dir, auch wenn du es nicht glauben kannst, auch wenn du es nicht fühlen kannst, ich bin dir nah. Und ich habe alles in der Hand, kennt dein Leben ganz genau. Ich weiß um alles, was du brauchst, Tag für Tag. Hab keine Angst, ich liebe dich, du kannst meinem Wort vertrauen und du wirst sein, wie ich dich führe, Schritt für Schritt. Hab keine Angst, wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst, wenn du grübelst, das Morgen wird, du hast doch mich. Hab keine Angst, auch wenn andere nicht zu dir stehen, wenn du meinst, dass du wertlos bist, ich liebe dich. Und ich habe alles in der Hand, kennt dein Leben ganz genau. Ich weiß um alles, was du brauchst, Tag für Tag. Hab keine Angst, ich liebe dich, du kannst meinem Wort vertrauen und du wirst sein, wie ich dich führe, Schritt für Schritt. Und welch ein Tag, wenn dein Leben sein Ziel erreicht, wenn wir uns gegenüberstehen und du bist hier. Oh,
ein Tag, wenn die traurige Freude weicht und dann war was verloren scheint, der Weg zu mir. Dann wirst du schauen mit mir sehen, alles Ende und Beginn, deine Tage unbekannt. Und du wirst glauben und verstehen, alles hat seinen Sinn. Und du wirst sehen, ich hatte alles in der Hand. Keine Angst, ich liebe dich, du kannst meinem Wort vertrauen und du wirst sehen, wie ich dich führe, Schritt für Schritt. Alle Werke der Barmherzigkeit haben eine gesellschaftliche, politische, öffentliche Dimension. Hungernde speisen, Dürstende tränken, Kranke besuchen hat sehr viel mit Strukturen des Erbarmens zu tun, mit Gesetzen, Institutionen, Organisationen, die die Barmherzigkeit gewissermaßen verkörpern. So sind Spitäler entstanden, Sozialeinrichtungen, soziale Netze, wie sie bei uns im Sozialstaat existieren. Ohne diese organisierte Barmherzigkeit ginge es nicht. Die katholische Soziallehre hat die Bedingungen für eine möglichst gerechte Gesellschaft klar formuliert. Dennoch wird es immer der konkreten Barmherzigkeit bedürfen und niemals genügen, die Werke der Barmherzigkeit völlig auf die Institutionen abzuwälzen. In der Enzyklika Deus Caritas Est hat der Heilige Vater das klar gesagt. Liebe, Caritas, wird immer nötig sein, auch in der gerechtesten Gesellschaft. Es gibt keine gerechte Staatsordnung, die den Dienst der Liebe überflüssig machen könnte. Wer die Liebe abschaffen will, ist dabei, den Menschen als Menschen abzuschaffen. Immer wird es Leid geben, das Tröstung und Hilfe braucht. Immer wird es Einsamkeit geben. Immer wird es auch die Situationen materieller Not geben, in denen Hilfe im Sinn gelebter Nächstenliebe nötig ist. Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliege, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nahst und mir vergibst.
dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als wahre Wort und Mensch weißt du dir. In allem uns gleich und noch ohne Schuld. Du bist barmherzig, voller Geduld. Und ich danke dir, dass du mich hast und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Gnaden lässt und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen lässt und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Unter allen geistlichen Werken der Barmherzigkeit ist wohl das am tiefsten ins Geheimnis der Barmherzigkeit hineinreichende, denen, die uns beleidigt haben, gerne verzeihen. Wenn das Herz nicht selber den Schritt zur Vergebung tut, kann keine Gerechtigkeit der Welt das geschehene Unrecht reparieren. Die Barmherzigkeit muss größer sein als die Gerechtigkeit. Ohne Barmherzigkeit wird die Gerechtigkeit selber zum Unrecht. Sie führt zum Gericht. Allein die Barmherzigkeit besiegt das Gericht. Wir alle hoffen auf diesen Sieg. Er ist unsere einzige Hoffnung. Ich trau auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. In deiner Hand steht meine Zeit. Gelobet sei der Herr, denn er hat wunderbar seine Liebe mir erwiesen und Güte mir gezeigt. Ich darf dich, o Herr, ich sage,
Hand steht meine Zeit. Gelobet sei der Herr, denn er hat wunderbar seine Liebe mir erwiesen und Güte mir gezeigt. Jetzt haben wir viel und intensiv über die Werke der Barmherzigkeit gehört, zumindest über die leiblichen. Zu Beginn war aber auch die Rede von den geistlichen Werken der Barmherzigkeit. Im folgenden Gebet, das wir miteinander beten möchten, gibt es wohl keine schönere Betrachtung, als Schwester Faustina in ihrem Tagebuch schreibt. Um den Inhalt wirklich gut mitbeten und meditieren zu können, setzen wir nach jeweils 2 Absätzen ab und wiederholen das Lied Ich trau auf dich, o Herr. So oft wie meine Brust atmet, so oft wie mein Herz schlägt, so oft wie das Blut in meinem Körper pulsiert, so viele 1000 Male will ich deine Barmherzigkeit rühmen, o heiligste Dreifaltigkeit. Ich möchte mich ganz in deine Barmherzigkeit umwandeln, um so ein lebendiges Abbild von dir zu sein, o Herr. Möge diese größte Eigenschaft Gottes, seine unergründliche Barmherzigkeit, durch mein Herz und meine Seele hindurch zu meinen Nächsten gelangen. Ich trau auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. In deiner Hand steht meine Zeit. Gelobet sei der Herr, der Herr hat wunderbar seine Liebe mir erwiesen und Güte mir gezeigt. Hilf mir, o Herr, dass meine Augen barmherzig schauen, dass ich niemals nach äußerem Anschein verdächtige und richte, sondern wahrnehme, was schön ist in den Seelen meiner Nächsten und ihnen zu Hilfe komme. Hilf mir, dass mein Gehör barmherzig wird, damit ich mich den Bedürfnissen meiner Nächsten zuneige, dass meine Ohren nicht gleichgültig bleiben für Leid und Klage der Nächsten. Ich trau auf dich, o Herr. Ich sage, du bist ein Gott. In deiner Hand steht
Gelobt sei der Herr, der hat wunderbar seine Liebe mir erwiesen und Güte mir gezeigt. Hilf mir, Herr, dass meine Zunge barmherzig wird, dass ich niemals über meinen Nächsten abfällig rede, sondern für jeden ein Wort des Trostes und der Vergebung habe. Hilf mir, Herr, dass meine Hände barmherzig und voll guter Taten sind, damit ich meinem Nächsten nur Gutes tue und schwierigere, mühevollere Arbeit auf mich nehme. Ich trau auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. In deiner Hand steht meine Zeit. Gelobt sei der Herr, der Herr hat wunderbar seine Liebe mir erwiesen und Güte mir gezeigt. Hilf mir, dass meine Füße barmherzig sind, dass sie meinen Nächsten immer zu Hilfe eilen und die eigene Mattheit und Ermüdung beherrschen. Meine wahre Rast ist im Dienst am Nächsten. Hilf mir, Herr, dass mein Herz barmherzig ist, auf dass ich alle Leiden der Nächsten empfinde, dass ich niemandem mein Herz versage, aufrichtigen Umgang auch mit denen pflege, von denen ich weiß, dass sie meine Güte missbrauchen werden. Ich selbst werde mich im barmherzigsten Herzen Jesu verschließen. Über eigene Leiden will ich schweigen. Deine Barmherzigkeit, o mein Herr, soll in mir ausruhen. Ich trau auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. In deiner Hand steht meine Zeit. Gelobt sei der Herr, der Herr hat wunderbar seine Liebe mir erwiesen und Güte mir gezeigt. Du selbst befiehlst mir, dass ich mich in 3 Stufen der Barmherzigkeit übe. Erstens, die barmherzige Tat jeglicher Art. Zweitens, das barmherzige Wort, was sich als Tat nicht vollbringen kann,
soll mit Worten geschehen. Drittens, das Gebet. Falls ich weder mit Tat noch Wort Barmherzigkeit erweisen kann, so kann ich es immer mit Gebet. Mein Gebet weite ich sogar dorthin aus, wo ich körperlich nicht hin kann. O mein Jesus, verwandle mich in dich, denn du vermagst alles. Ich traf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. In deiner Hand steht meine Zeit. Gelobt sei der Herr, der hat wunderbar seine Liebe erwiesen und Güte mir gezeigt. Unser Abend der Barmherzigkeit neigt sich langsam dem Ende zu. Es ist schön, dass wir über die Werke der Barmherzigkeit nachdenken durften, miteinander vor dem Allerheiligsten Sakrament. Es ist ein Wunder, wie wir aus uns selber nicht in der Lage sind, gute Werke zu vollbringen. Es ist ein Geschenk seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit, auf das wir täglich zurückgreifen sollten, um diese Geschenke zu erhalten und so gut wie möglich unseren Nächsten Barmherzigkeit zu erweisen. Bevor wir uns offline melden, möchten wir uns an Maria, die Mutter der Barmherzigkeit, wenden, von der wir am besten lernen können. Durch Maria, die Mutter der Barmherzigkeit, werden wir hingeführt, wie unser Vater barmherzig zu sein und Jesu Barmherzigkeit ins Herz aufzunehmen. Wir sind eingeladen, am Werk der Erlösung mitzuwirken, wie es Maria selbst einzigartig getan hat. Gnade ist immer auch die Ermöglichung, mit Christus zu wirken. Seele preist die Größe des Herrn. Es jubelt mein Geist über Gott, meine Rettung, meine Niedrigkeit hat angesehen. Für alle Zeit preise mich sehr in alle Geschlechter. Gott hat Großes an mir getan.
niemals auf. Es gilt allen, die ihn fürchten. Er hebt seinen Arm, hält den Mächtigen vor, stößt die Stolzen vom Thron, rief er auf die Unterdrückten, er macht Hungernde satt, schickt die Reichen fort, er denkt an sein Volk, so wie er es verheißen, Gott hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig, seine Name wird niemals auf. Es gilt allen, die ihn fürchten. Gott hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Seine Name hört niemals auf. Es gilt allen, die ihn fürchten, die ihn fürchten, die ihn fürchten. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihr Mitbeten an diesem Abend der Barmherzigkeit, an diesem Vorabend zum Fest seiner Barmherzigkeit. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie morgen noch einmal zuschalten könnten, und zwar um 15 Uhr gehen wir wieder online, um mit Ihnen zusammen die große Stunde der Barmherzigkeit zu feiern. Jesus hat selbst gesagt, in dieser Stunde können wir um alles bitten, wenn es nach seinem Willen geschieht. Und als kleine Einladung, weil diese Stunde immer sehr schnell vergeht, und Sie vielleicht noch einen Moment Zeit haben, machen Sie sich Notizen, um was Sie bitten möchten. Sie können sich an die Tonkrüge erinnern, die wir hier hergestellt haben. Beten Sie und bitten Sie um viel, denn Gott möchte morgen in der Stunde von 15 bis 16 Uhr wirklich alles schenken, wenn es nach seinem Willen ist. Wir müssen nur den Mut haben, ihn zu bitten. Nochmal herzlichen Dank für das Dabeisein. Wir wünschen eine gute, gesegnete Nacht und beenden diese Anbetungsstunde, diesen Barmherzigkeitsabend mit dem Zeichen des Kreuzes und schließen abschließend mit dem Lied Behüte mich Gott ab und freuen uns auf morgen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Behüte mich Gott
bevor des Tages Licht vergeht. O Herr der Götter, dies Gebet, behüte uns in dieser Nacht, durch deine große Güte und Macht. Behüte mich, Gott, denn ich komme zu dir. Behüte mich, Gott, denn ich vertraue dir. Schwach die müden Glieder ein, lass uns in dir geborgen sein und mach am Morgen uns bereit zum Lobe deiner Herrlichkeit. Behüte mich, Gott, denn ich komme zu dir. Behüte mich, Gott, denn ich vertraue dir. Dank dir, o Vater, reicher Macht, der